Irgendwie tut es mir schon leid, dass so viele talentierte Schweizer Musikerinnen, Produzenten oder Bands diese Streamzahlen niemals erreichen können, obwohl sie so hart gearbeitet haben. In den letzten 2 Jahren habe ich etwa 50 Millionen Streams gemacht und damit habe ich zwischen 50 bis 60.000 Franken verdient. Ich bin Doruk, ich bin in der Schweiz seit ich 7 bin 21 Jahre alt, ich bin online bekannt als Peak Twilight und im Jahr hören Millionen von Menschen meine Musik. Wir sind jetzt in meinem Studio in Regensdorf, Zürich und hier mache ich meine Musik. Okay. Ich mache Lo-Fi, das ist eine Abkürzung für Low Fidelity. Lo-Fi ist vor allem für Leute, die irgendetwas im Background als Musik wollen. Das könnte sein beim Arbeiten oder beim Studieren oder irgendein Restaurant oder bei Toiletten sogar. Bei uns ist es so, dass es so chillig wie möglich, aber immer noch kreativ und nicht zu langweilig sein muss. Und das ist eine ziemlich schwierige Grenze. Es ist so, dass Leute immer mehr sagen, dass Lo-Fi immer gleich tönt und so. Natürlich, das finde ich natürlich selber auch. Und deshalb probieren wir als sozusagen die Produzenten, die mehr Einfluss haben, das ein bisschen zu verändern, indem wir Elemente reinstecken, die neu sind oder das Sounddesign ein bisschen anders machen. Meine Musik wird durchschnittlich etwa 1 Million Mal gestreamt pro Monat und das ist bei einer Saison, wo ich nicht so viel rausgebracht habe. Wenn ich irgendein Album oder ein großes Release habe, kann das bis 2 bis 4 Millionen nach oben gehen. Damit man solche große Zahlen erreichen kann, muss man unbedingt in irgendeine große Spotify-Playlist reinkommen. Die größten 2 Playlists sind Spotify Lo-Fi Beats, das ist eine Editorial-Playlist von Spotify selbst. Und das zweite ist Lo-Fi Girl, das ist das Plattenfirma, der größte im Lo-Fi-Szene eigentlich. Das ist diese Studentin, der immer auf YouTube 24/7 am Studieren ist. Es gibt ziemlich viele Leute, die das kennen. Ich würde sagen, ich bin eine von den Senior Artists jetzt bei Lo-Fi Girl seit fast 1,5 Jahren. Wenn zum Beispiel du ein neues Lo-Fi-Produzent wärst, dann wäre es wahrscheinlich sehr schwierig, deine Musik direkt an Lo-Fi Girl oder eine große Lo-Fi-Label zu schicken. Sobald eine Plattenfirma eine bestimmte Menge von Artists bekommen und released hat, ist es schwierig, zu viele neue Bewerbungen anzuschauen. Und deshalb machen sie ein bestimmtes System, um diese Bewerbungen weniger zu halten. Das ist meistens so, dass kleinere Produzenten mit größeren Produzenten mitarbeiten müssen, sodass sie überhaupt diese Musikbewerbung schicken können. Für die meisten, die auch diese Lo-Fi Girl Kontakte eben nicht haben,
macht es mehr Sinn, dass sie einfach mehr rausbringen und dann wollen sie einfach so viel wie möglich, auf so viele Quellen wie möglich diese Streams halt bekommen, oder? Es gibt Leute, die einen Track in Stunden sogar fertigstellen können. Meistens beginne ich mit Klavier, weil es mein Hauptinstrument. Für Ambience benutze ich viele Synthesizers oder zum Beispiel ich gehe draußen Field Recordings zu machen. Das ist ein kleines Mikrofon, mit dem ich draußen einfach Naturgeräusche oder so aufnehme. Ganz vereinfacht, im Durchschnitt bekommt man etwa 3.000 bis 4.000 Franken pro Million Streams, ohne dass man irgendeinen Geldanteil an ein Label gibt. In den letzten 2 Jahren habe ich etwa 50 Millionen Streams gemacht und damit habe ich zwischen 50.000 bis 60.000 Franken verdient. Irgendwie tut es mir schon leid, dass so viele talentierte Schweizer Musikerinnen, Produzenten oder Bands diese Streamzahlen niemals erreichen können, obwohl sie so hart gearbeitet haben. Sobald man 31 Sekunden von einem Track auf Spotify hört, ist das als bezahltes Stream gezählt. Aber das Algorithmus funktioniert ein bisschen anders. Das Algorithmus schaut nicht nur an bezahlte Streams, sondern es schaut genau, wie lange es gestreamt wurde. Und diese Indikatoren sind super wichtig und genau gleich wichtig bei Lo-Fi oder beim Pop. Natürlich, wenn man eine Playlist laufen lässt, auf ein Lo-Fi-Playlist zum Beispiel, dann hört man so viele Lieder, die meistens 2 bis 3 Minuten dauern und dann hört man die 100% meistens, oder? Bis man irgendwann stoppt. Wenn man Pop hört, ist es mehr eine Entscheidung, der man wirklich trifft. Das heißt, wenn man das zuhört, weiß man genau, wo im Lied wir sind und dementsprechend haben wir meistens eine Nötigkeit zu skippen, wenn wir etwas nicht so gern haben. Das beeinflusst das ganze Algorithmus sehr, sehr schlecht. Ich weiß, dass viele Schweizer Labels einfach viel weniger eine Ahnung haben über wie das Ganze im Streaming funktioniert mit Marketing, Playlists, Kontakte. Das Ganze braucht sehr viel Zeitinvestition. Das ist nicht nur Geld, weil Geld kann dir die Connections nicht immer bringen. Ich glaube, die wichtigste Sache, dass wir in die Schweiz wissen müssen, ist, dass wir keine Spotify Headquarters in der Schweiz haben. Das heißt, das ganze Editorial wird durch Spotify Deutschland durchgehen. Das heißt, alle Connections, die wir jemals in die Schweiz machen werden, wird immer in Deutschland sein, weil es ist von dort einfach diktiert. Wenn ich ein Schweizer Band wäre, glaube ich, ich würde einfach weniger Zeit mit lokalen Medien verbringen und einfach mehr über das ganze Marketing im Ausland, also international, konzentrieren. Bei mir ist es so, dass ich schon aufgegeben habe, fast, dass ich beim SRF irgendwann im Radio
als Musiker reinkomme, oder? Und dementsprechend habe ich fast keine Zeit mehr damit verloren. Ja, ich habe eigentlich viele Leute getroffen an der ETH, an meiner WG, die auch meine Musik irgendwann gehört haben. Die wussten gar nicht, dass es Peak Twilight war, weil sie einfach das ganze Musik einfach einschalten wollen und dann zum Konzentrieren gehen wollen. Und deshalb wollen sie nicht 20 Minuten auf irgendeine Playlist anschauen. Sie wollen einfach das Erste, was kommt, klicken und dann reingehen. Und dann fragen wir uns, okay, ist es überhaupt nötig, dass wir so viel Mühe geben, dass wir das so schön bearbeiten und so. Und dann sehen wir, dass sie irgendein Spotify-Playlist, der generisch zusammengebastelt wurde, zu hören. Aber das ist die Realität und ich glaube, ab einem bestimmten Punkt darüber zu viel nachzudenken, macht uns trauriger.